Good morning. Freue mich von dir, war hier an onze Mad zu sein. Nicht in Juni, an onze Mad zu sein. Wir haben immer was zu lernen und immer wir uns am sich abbühen und Mutter sprechen und das sagt dann heute die deutsche Message allein, dann das ist eine Herrlichkeit, wo wir nur kicken down, wo du Reiters fahren und wenn wir hier bei diese Tietisch Eva sein, dann dort ist ein Platz, wo wir können ankommen, wo wir können sein, und das ist unsere Entscheidung, das wir selbst entscheiden. Und jeder einer will sein, und wir kicken verder dort, wir freuen uns dort. Und so, wenn wir mehr Dinge vom Wort betrachten, dann du sind alle Tag Entscheidungen zu treffen für dort. Was ist uns Leben? Wo haben wir uns angewandt zu leben? Oder wo lehrt Gott sein Wort uns zu leben? So dass auf alles seinen Platz. Und von der habe ich gedacht, an mehr von zu reden, dass wir sind jerat derch dem Gloowen, aber wir wollen nur unsere Worte nur gerecht worden. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Wir sind jerat derch dem Gloowen, aber wir wollen jerat nur unsere Worte nur, gerecht worden unsere Worte nur. Und so, als ich anfangs weg und dachte, hier war was mitteilen, dann dann struck mir das Gedanken. Das sagt, dass wir sind jerat derch dem Gloowen, aber wir wollen nicht nur gerecht worden aus uns Glauben. Das sagt, wir wollen gerecht worden nur an unsere Worten, was wir tun. Was unsere tagtäglichen Entscheidungen in uns Leben sind, dort wo nur wir wollen gerecht worden. Mir denke, das erste Metaller zu bekicken, dass wir gerat sind durch den Glauben. Und ich will von der uns ziemlich viel Schriftstellen lesen, weil ich das war kriegen, dass wir sein können, was Gott sein Wort über dort zu sagen hat. Jerat durch den Glauben, das ist, was wir annehmen tun. Das ist something, was wir glauben tun. Und das ist something, wo wir hier von der und top sind, wie wir glauben, dort, was das Wort uns lehren, dass wir jerat sind, dass wir Gott seine Kinder sind. Das ist, was wir im Glauben annehmen tun, und das ist, was wir bis glauben tun. Das hat nicht mehr zu tun, wo Fähig gewesen sind, wo viel Gott ich all getan habe. Das hat nicht mehr dort zu tun. Aber doch, wo wir nur gerecht werden, was wir getan haben, oder was wir tun. Nicht unbedingt nur dort, nur was wir getan haben, aber dort, was uns tagtägliches Leben ist. Wir lesen in Römer 3, Vers 28. Romans 3, Vers 28 sagt es dort. Wir stehen darauf, dass ein Mensch durch den Glauben gerecht wird und nicht durch Worte, die das Gesetz verlangt. Das sagt das, worauf wir stehen. Wir glauben, dass wir gerecht werden durch das, was wir glauben. Nicht durch das, was wir tun. Das ist nicht, wodurch wir gerecht werden. Wir können nicht so viel tun, dass wir können gerecht werden, was Romans als hier will sagen. Und dann in John 3, Vers 36, das sind Jesus seine Wort. Und das sagt, wer an den Sehen glaubt, haft ewiges Leben. Und wer den Sehen nicht gehorcht, das sagt nicht, wer nicht an den glaubt. Das sagt, wer am nicht gehorcht, wird das Leben nicht sein, aber bleibt unser Gott sein Ohr. So, da merken wir einen Unterschied, als wir glauben und nicht tun, oder als wir glauben und auch tun leben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und Jesus, der uns hier aufmerksam merken und sagt, dass wer an den Sehen glaubt, der haft ewiges Leben. Das ist du und der haft dort, wer das glauben wird. Aber dann sagt er heran, und wer den Sehen nicht horcht, der fällt in Gott sein Ohr nur. Der hat nicht das Leben. Und so, und als ich diese Verse mir ein bisschen überdenken, dass wir sind gerecht durch unseren Glauben, aber wir wollen gerecht nur dort, was wir tun, was unsere Worte hier auf dieser Erde sind. Und so, wir leben in einer Zeit, wo das leicht wird gesagt worden,
wo das leicht gesagt wird, dass wir sind doch gerecht durch den Glauben, das hat nichts mit unseren Worten zu tun. Yes, das hat. Die Bibel lehrt uns das sehr klar, dass wir wollen nur unsere Worten nur gerecht werden. Ich will noch mehr Versen von da lesen. Wir alle kennen den Versen John 3,16. Das ist ein sehr wertvoller Vers. Und der uns immer wieder Mut sprechen und uns das frisch bestätigen. Yes, ich bin jerat durch den Glauben. Gott seine Liebe für diese Welt wird so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das Vers ist in der 3. Kapitel, in der 16. Vers, und dann in der 16. Vers, 36. Vers, du sagst, und wer den Sehen nicht horcht, wird das Leben nicht sein. Er sagt, in 16. Vers, dass wir die Glaube der Brücke nicht verloren gehen, der ist ob, dass wir können bei ihm in der Herrlichkeit sein. Aber er sagt in der 36. Vers, wenn wir dort nicht horchen, dann wir können dort noch glauben. Wir können noch alles ja sein, dass erst du und ich glauben dort. Aber wenn wir dort nicht horchen, nicht tun und leben, da sagt er, dann bleibe unser Gott seinen Ohr. Romans 5, Vers 1 sagt er, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind. Dort, wo wir das Frieden haben. Dort, wo wir geloten sind, der Tag wird kommen, dass wir hier wegsterben. Wir sind geloten, wir haben das Frieden mit Gott. Das ist du, das glauben wir. Das haben wir nicht sein, aber das glauben wir. Das haben wir angenommen und wir freuen uns an das zu leben. Der zweite Vers sagt, durch den uns der Weg aufging, nur die Genot, an der wir stehen. Und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Das sagt, wir freuen uns an das, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Gott seine Herrlichkeit, der ist noch nicht geopenbart, dass wir ein Fall sein können. Aber wir können als zusammen von der schmecken, wir können an das Frieden leben, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus uns geopenbart hat. Galater 3, Vers 11. Galatians 3, Vers 11 sagt er, dort ist klar, dass durch das Gesetz kein Mensch für Gott gerecht ist, weil wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Nicht durch Worten gerecht. Aber danach, wo wir durch nur Worten nur gerecht wurden. Aber Paulus, der versucht, das hier zu erklären und sagt, das sind nicht die Worte, die uns gerecht machen, das ist der Glauben. Aber der Glauben wird Worte haben, wo wir Luther noch in James von lesen. Der 22. Vers in Galater 3 sagt, der Schrift aber sagt, dass die ganze Menschheit von der Sinn beherrscht wird. Dass es durch Glauben kann vergeben werden. Nicht durch Worte. Die Menschheit wird von der Sinn beherrscht, aber dann sagt es, dass es durch Glauben kann vergeben werden, was die versprechen wir, die an Jesus Christus glauben würden. Wir alle beleben dort, dass wir manchmal von der Sünde angegriffen wurden. Wir beleben dort, das sind Versicherungen, wo wir weiten, diese sind nicht für uns durch. Diese Versicherung, die führt uns in Sinn nehmen. Das ist gegen Gott, das ist gegen sein Wort. Das alle beleben. Aber das sagt, dass es durch Glauben kann vergeben werden. Aber dann braucht das auch abhören von dort. Das meint nicht bloß, dass wieder tun und ich glaube, das wird vergeben sein und dann essen. No, sagt es, dass es durch Glauben kann gegeben werden, dass wir das versprechen wir, die an Jesus Christus glauben würden. Vers 23. Euer der Glauben kam, hat das Gesetz die Hand über uns. Aber uns der Glauben soll festgestellt werden. Was der Glauben kam. Ich glaube, Paulus will hier erklären, was Jesus kam. Aber wir können das vielleicht auch deswegen nehmen, dass wir in einer Anlehrung, was nicht von Gott wäre, was nun Gesetz nur gehandelt wird an uns, weil wir dort noch nicht im Glauben haben angenommen.
24. Vers sagt es, dat Gesetz wir durch uns zu belehren, was Christus kam, dat wir durch den Glauben können gerechtfertigt werden. Nu aber, dat der Glauben gekommen ist, stehen wir nicht mehr ohne einen Absicht, der uns belehren macht. Jeder muss sagen, ob du bist wahre Arre, du bist du wahre Arre. No, wir stehen ohne Gott seine Gnade und wir glauben, dass an dieser Gnade sind wir gerecht. Und sicher braucht es, dass wir uns am sich manchmal denken haben, dass wir uns am sich abbühen, ermuntern tun. Dort braucht es alle. Und dass wir Fleisch und Blut sind, dass erfor wir wahre und wahre. Und dort braucht es, dass wir uns am sich abbühen. Galater 5, Vers 5, Galatians 5, Vers 5 sagt es, unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht werden. Der Heilige Geist bestätigt uns, wir würden gerne Romans 8 gehen, wird uns das auch sehr klar nachhalten, dass der Geist uns Tekens geben, dass wir für Gott gerecht sind. Wir nun nicht in den Versen gehen. Hier sagt es, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht werden. James 2, Vers 14. Und James ist uns alle ein bekannter Chapter. James 2, Vers 14, da sagt es, was haupt das, Brüder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat aber keine Worte? Kann sie Glauben am Raden? Fragt es, kann der Glauben ans Raden, wenn er nicht worken sind? Und wir haben klar gelesen hier, dass in Romans 5, Vers 1 sagt es, willst du wieder durch den Glauben gerecht geworden sein, habe ich Frieden. Und hier sagt James, hier fragt James, kann der Glauben ans Raden? Kann der Glauben ans Raden? Und wenn wir Romans 1, Vers 5, Vers 1 lesen, sagt er, willst du wieder durch den Glauben gerecht geworden sein, habe ich Frieden mit Gott. Würde sich dann jenen überreden? No, der Vers werden wir bloß noch mal frisch lesen, James 2, Vers 14, das sagt er, was haupt dort, Brüder? Wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat aber keine Worte ab den Glauben, ab dort, was er glauben hat. Was haupt dort dann, fragt James. Vers 15. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht anzutragen und zu essen hat, und jeder ansagen würden, go mal in Frieden, holt jünd warm und et jünd satt, und würden an nicht geben, was an fehlt, was wird an dort helfen? Das ist die Gelegenheit, die Worte für den Glauben zu beweisen, wenn wir diese Gelegenheiten sein. Und dort, wo wir Luther noch lesen, wo Jesus das Urteil sprechen hat in Matthew 25, ab was der Rechten durchkriegt. Das stimmt ziemlich sehr mit dort, was James hier kriegt sein hat. Vers 17 sagt er, so ist das auch mit dem Glauben. Wenn der nicht worken hat, ist der Tod. Wir alle glauben, dass wir durch den Glauben gerecht geworden sind. Und dort freuen wir uns. Und wir freuen uns, dass unsere Sinnen vergeben sind. Aber James sagt hier sehr klar, so ist das auch mit dem Glauben. Wenn der nicht worken hat, dann ist das ein doodes Ding. Es kann auch sein, ich glaube, aber das ist ein doodes Ding. Wir wollen gerecht nur unsere Worte nur. Aber einige wollen sagen, du hast Glauben und ich habe Worken, wies mir den Glauben ohne Worken und ich werde meinen Glauben wiesen durch meine Worken. Wo würden wir einen Glauben beweisen, wenn wir nicht würden mit Worken bauen? Was würden wir können beweisen, dass wir Glauben haben, wenn dort an unsere Worte nicht wird zu sein sind? Wo würden wir dort können? Ist da ein Weg, dass wir würden können dort beweisen, wenn nicht anders als durch unsere Worte? Wie es ein Mensch, dass ja viele Menschen, die würden uns nicht glauben, wenn wir würden von der Bibel reden. Die würden sagen, das ist bloß ein Buch, das ist eine Zeitung. Können wir unseren Glauben beweisen ohne Worte? Ich glaube, das ist uns alle klar, dass das schafft nicht. Das ist nicht so, dass das schaffen das. Vers 19 sagt, du glaubst, dass du ein Gott bist. Gut. Dort glauben sogar die bösen Geister und du bist Satan, so etwas. Menschen,
wat nicht diese Worte mit dem Glauben top gematcht haben, die glauben auch aber alle, dass du ein Gott ist. Und die glauben auch, dass du Jesus ist. Aber wenn sie von das reden, dann zettern sie, wenn sie weiten, du sind Dinge, die fehlen in Ordnung zu schaffen. Du fehlen Dinge zu praktizieren, was sie nicht praktizieren tun, was die Schrift aber sagt, was sie sollen. Vers 20. Wirst du nur nicht ansehen, dass dein Glauben unwirkend nutzlos ist? Das sagt nutzlos. Das, was wir glauben, wenn das nicht wirken hat, dann ist das nutzlos, dann haupt das nicht. We are saved by faith, but we will be judged by works. 1 Peter 4, verse 17. This vers, det kom igen als ik hier weer een kijken deed. Ik wil wel wat Revelations komen en some versen lezen. Maar als ik dit zo nu denk, dan kom ik bij dit vers. 1 Peter 4, verse 17, het zegt het, dat is tijd dat het gerecht aanvangt. Petrus zegt dat is tijd dat het gerecht moet zal aanvangen. En dan zegt het, in God zijn val moet het eerste verkomen. En dan zegt het, en wanneer wij Christen sogar moeten gerecht worden, wie schrecklich wordt het voor de gottlose Sünder zijn die God zijn Evangelium niet geloven willen. Aber Trejeberg, dat zegt dat wij als Gott seine Kinder das erste Mal verkommen. Wir kommen das erste, wir uns war das erste vergetragen. Und wenn wir, was sagt es? Und wenn wir Christen sogar machen gerecht worden. Nur Revelations 20, Vers 12. Hier ein paar Verse lesen. Revelations 20, Vers 12 sagt es. Und ich sag de Todes. Das wo Johannes in Vision sagt und wo abschreiben, der wird arm geopenbart wird. Und es sagt, er sagt, der Todes, klein und groß, das meint alle. Für Gott seinen Thron stehen. Die werden alle abgestoßen. Der Todes werden nicht mehr der Todes. Das sagt, die werden abgestoßen und die stehen für Gott seinen Thron. Und dann sagt es, und da werden Beker aufgemerkt. Das sagt nicht, da werden Bücher aufgemerkt. Das sagt, da werden Beker aufgemerkt. Und das eigentlich zu verstehen, als die Beker von unseren Worten, die Beker von uns Leben hier auf der Erde. Aber dann sagt es, erst diese Beker, und dann sagt es, dann wird noch ein Buch aufgemerkt. Und dort wird das Lebensbuch. Und die Todes werden nur gerecht, was an der Beker, nicht an das Buch, sagt, was an der Beker von ihren Worten geschrieben steht. Sagt, die Todes werden nur gerecht, was an der Beker von ihren Worten geschrieben steht. Und man sagt mir in diese Gedanken, so nennen Leute, in mein Leben drei denken, und check, was habe ich gelebt? Und das sagt, das wird das erste für Gott kommen. Das wird das erste sein kriegen. Dann heeft het je zo een uitschreeuwen, God erbarmt über mich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich had tot zei gefehlt. Aber das sagt nicht, dass du blieben dat bei dieser Beker, aber das sagt, dann wird noch das Lebensbuch aufgemerkt. Das Lebensbuch wird auch aufgemerkt. Und du hast eine Chance für jeder einer. Nur Gott zu kommen und das Lebensbuch nennt geschrieben worden, bis wir wollen gereicht durch unseren Glauben. Wir wollen nicht gereicht nur unsere Worte nur, aber wir wollen gerecht nur unsere Worte nur. Die Beker werden aufgemerkt für Gott sein Thron und er sagt, er sieht alles, was du getan hast. Als wir 10 Jahre alt sind, als wir 30 oder 40, aber das ist alles abgeschrieben. Was wo immer ans Leben von der und redet. Du hast nichts, was nicht abgetekent ist. Und das sagt uns hier, dass die Beker worden abgemerkt worden. Und uns wird nur gerecht worden, was an diese Beker von unseren Worten geschrieben steht. Wenn ich mir das anlade,
Ich kann nicht anders als uitroepen, Jesus, ich kann nicht ohne die. Ich brauche die. Ich bin sehr kort gekommen. Vers 13. En dat meer geeft de doodes uit, dat de ben weer. En de dood en de haal geven de doodes uit, dat de ben weer. En jeder einer wordt door nu gerecht, wat zijn woorden gewaas weer. En jeder einer. Dat zegt klein en groot. Dus China wordt niet wat door nu gerecht worden. Dat zegt, die worden alle gerecht. Nur dort, wat de woorden op deze eeuw gewaas zijn. We leven in een tijd waar we het leicht willen horen, dat heeft niets met onze woorden te doen. We zijn durch den Gloowen gerecht. Yes, we zijn durch den Gloowen gerecht. Dat is zeer klar. Aber we worden onze woorden nu gerecht worden. En dat taalt, wanneer we zijn dat we gerecht geworden zijn durch den Gloowen, dan zijn onze woorden van de wieder ook gerecht. Man all dat, waar we bewaren aanworden, dat we fleischlich zijn en dat we ons aan zich broken, dat we ons aan zich opbouwen, dat we ons aan zich helpen doen, dat we kan gerecht leven. Niet bloos gerecht geworden zijn durch dat wat we leven doen. Vers 14 sagt het, in de dood en zijn recht worden en 4 zijn aangesmeten, dit weer de tweede dood. Vers 15. En wanneer irgendwem zijn namen niet im levensboek geschreven stond, wordt in 4 zij gesmeten. De beker met de woorden worden opgedaagd en doorgekijkt. Aber wanneer ons leven, ons namen niet in het levensboek geschreven zijn, dan worden we dat oordeel nu de beker nu krijgen. Aber wanneer ons nomen en het boek geschreven is, en het levensboek, dan wordt ons oordeel niet nur onze woorden nu zijn, dan wordt het nu de genoeg Gottes nu zijn. Wees dat half, dat je daagt, waar we zijn kaartje komen. Aber dat zegt, de beker worden opgemerkt, die worden eerst opgemerkt. En wanneer irgendwem zijn namen niet im levensboek geschreven stond, die wordt in 4 zij gesmeten. Romans 2, vers 16 sagt, an den Tag, an den Gott der Christus Jesus alle geheime Gedanken in Menschenhart rechten wird, so als mein Evangelium lehrt. Nicht bloß nur die Worte nur. Hier sagt Paulus, dass eben die geheime Gedanken wollen über die kommen. Wir sind gerecht durch den Glauben, aber wir wollen gerecht nur, wie in uns Leben lassen. Wat we in ons leven levendig laten zijn. En wanneer Jezus in ons levendig is, dan worden we ons zo vrijen Jezus te zijn. In Matthew 25, dit is hoe Jezus dat gerecht een beetje beschreven heeft. En we ons toen een beetje de lijn kijken, wanneer het zegt, nu onze woorden nu gerecht worden. We willen geen veel meer erbij vlechten, maar ik geloof dat het krijgt dit wat hier abgeschreven is, wat Jezus hier leren heeft, dat ik tot hem een beeld krijgen, wat onze woorden zullen zijn, wordt de rechter nu kijken wordt, wat onze woorden zullen zijn. We hebben ons dat maar lezen, Matthew 25, vers 31. Wanneer mensen zien in zijn heerlijkheid komen wordt en alle engelen met aan, dan wordt hij op zijn heerlijke troon zitten. En voor aan worden alle volken opkomen. Dat lezen we ook in Revelation. Hij wordt de uit een eindelen zoals een hoor de schub van de berg duilt. Zo er wordt een scheiden zijn. Er wordt uit een eindgeduild worden. En de schub, en hij wordt de schub aan zijn rechterzijde stellen en de berg aan zijn linkerzijde. Dan wordt de koning te aan de rechterzijde zijn. Komt. Die zijn van mijn vader gezegend. Of dat recht, dat voor jullie uitgemerkt wordt, al dan als deze wereld de grond gelegd wordt. Dan vangt hij aan de woorden op te talen, wat voor aan te talen en zegt het, wils ik weer hungrig en je geven mij te eten. Dit is een woord wat we kunnen doen.
Und wenn wir nicht bloß an unseren Körper denken, das ist ein Ding. Wir können das expanden und können denken, dass es sind viele Menschen, die sind hungrig nach der Gerechtigkeit. Die sind hungrig nach Gott sein Wort. Die sind hungrig und die finden sich selbst nicht frei. Das ist unsere Gelegenheit. Nützt wieder aus. Das sage ich, weil ich bin hungrig und die geben mir zu essen. Das sagt Jesus da. Ich bin hungrig. Ja, wir uns feststellen, dass wir hungrig werden, dass Anwer wird eten geben. Wir wollten die Geschichte, wenn wir wollen wieder lesen, was er meint, nur was wir zu kicken haben. Und dann sagt er, ich werde durstig und die geben mir zu trinken. Das ist something, was wir können tun, oder was unsere Gelegenheit ist, zu tun. Er sagt, und die geben mir zu trinken. Ich werde fremd, trage nur eine fremde Stadt, und die nehmen mich ab. Die nehmen mich ab. Wie fremde Menschen auf der fremden Stadt und die nehmen mich ab. Ich bin nervig und die geben mir Kleider. Ich bin krank und die besuchten mich. Ich bin angestaubt und die kommen mich besuchen. Wir können diese Wäre, was Jesus hier abnannte, die wird wir alle kennen in der geistlichen Hinsicht wieder betrachten. Und man würde sagen, dass ich dann angestaubt und ich habe leicht an denken, dass ich dann an Dinge fast, was mich bodern in meinem Leben, dass ich geistlich wachsen kann. Wir sind Menschen, die den Weg von deren leben. Some haben einen großen Tun ram sich gebaut, dass keiner was bieten kann. Aber some haben deren aber groß ob, dass wann du mal wer kam. Und mir wiesen, dass mir halten, dass ich durch das Struggle with der kann. Was ist der Antwort? Jesus sagt, das, was die getan haben, zu der Gerechten. Vers 37, da sagt er, dann wollen die Gerechten zu ihm sagen, Herr, wann sagen wir die hungrig und geben die Tee? Wir sind das nicht angeworden. Wo habe ich das getan? Durstig und geben die zu trinken. Oder wo treffen wir die aus den Fremden und nehmen die ab? Oder nervig und geben die Kleider? Wo sagen wir die krank oder festgenommen und besuchten die? Und dann gab er die Antwort, was wir mit dem tun können. Sagt er, dann kann ich zu ihnen sagen, ich sage ihnen die Wahrheit. Was ihr für den geringsten von meinen Brüdern getan haben, das habt ihr an mir getan. Unsere Gelegenheit, manch uns Menschen ranzukriegen. Wo ist nicht der Ort, wo ich kann halten kann? Wo ist eine Gelegenheit? Ist es so, wo ich nur sehe? Oder wo hört sich dort, was Jesus hier sagen hat? Das sagt, das ist eine Gewohnheit von der Gerechten. Das ist eine Gewohnheit, was sie bloß gewohnt sind, das ist das tun. Weil sie gerecht geworden sind durch den Glauben. Das ist something, was wir uns bloß angewandt haben. Wenn ich eine Not sei, dann gehe ich, dann sehe ich du und dann halte ich. Das ist nicht something, das muss ich mir sehen, das muss ich nur bloß tun, das ist mir abgeleitet, nur muss ich das tun. Das hat nichts mit dort zu tun. Das sagt, nur dort, so sieht mir das hier, und das sagt, das habe ich mir angewandt, wenn du eine Not hast, dann sind ich bereit zum Serven. Dann sind ich bereit zum Halten. Aber dann der andere Seite. Dann wird er zu dir an seine linke Seite sagen, wach mit je verflucht im eigenen Vieren, dort für den bei seinem Feind und seine Engel gemerkt ist. Und dann fängt er an abzureden. Weil ich bin hungrig und die geben mir nicht zu essen. Ich bin durstig und die geben mir nichts zu trinken. Ich bin fremd und die nehmen mich nicht ab. Ich bin nervig und die geben mir nicht zu kleiden. Und ich bin krank und am Gefängnis und die können mich nicht besiegen. Dann wollen die auch sein. Das heißt, dann wollen die auch sein. Wo haben wir sonst dort gemisst? Wenn wir die würden gesehen haben, dann würden wir die gedacht haben. Wir würden dort niemals an den Tag gelassen. Wenn wir die würden, wo sie es das begegnet haben, wir würden die gedacht haben. Das sagte der Angereichte.
Dort wird wir nicht an den Tag geladen, wann wir die würden so begegnet haben. Und was sagt Jesus? Dann wird er antworten, ich sage Ihnen die Wahrheit. Was ihr an meinen geringsten Bruder nicht getan haben, habt ihr mir auch nicht getan. Was wir uns nicht von Horten angewandt haben, oder was wir nicht aus einer Gewohnheit tun, dann wollen wir die Dinge immer sein. Oder wollen wir für uns selbst leben und freuen uns für unsere Gerechtigkeit. Und mir hat sich so, dass diese die sind bekannt mit Gott sein Wort, die sind bekannt gewesen mit Jesus. Wenn sie sagen, wo würden wir so in der Stadt gemisst haben, wenn wir die würden, wo wir sein haben, da ganz bestimmt würden wir die gedient haben. Das sind Menschen, die für sich selbst gelebt haben. Aber die haben Jesus gekannt. Die haben Jesus gekannt, wie schrecklich, was es dann sind. Romans 2, Vers 6 sagt es, der wird in jedem Donner belohnen, als was seine Werke gewesen sind. Am Gerechtstag, wo wir das Lohn kriegen, was unsere Werke gewesen sind. Paulus bestätigt das Wahre und Wahre. Vers 7 sagt er, die geduldig und anholend Gott sein wollen donen, und ihr in Herrlichkeit und ewiges Leben segnen, wird er das geben. Die wird er das geben. Wer anholend nur Gott sein Herrlichkeit und nur das ewige Leben segnet, wer anholend der ist, dann sagt er, der wird er das geben. Das ist nicht, dass Gott das will wegtragen von uns. Das ist nicht, dass Gott irgendwem aufwehren will von dort. No. Das ist alles durch. Das heißt, wir sind durch den Gloowen jerat. Aber unsere Worte wollen fallen für dort, was wir glauben tun. Vers 8 sagt es, wer aber eigensinnig und nur sich gegen die Wahrheit ist und dort mit der Antwort holen wird, den wird Gott sein Euer strafen. 2 Corinthians 5, Vers 9 sagt, willst wir uns durch nur bangen, da wir uns mählichstet, am zu gefallen, und don't, ob wir hier sind oder all tüß bei arm. Wir müssen alle für Christus in Rechterstelle kommen, dort in jeder sein Lohn kriegt, für was er in diesem Leben getan hat, auf Gott oder Schlag. Wie alle. Das sagt, Paulus bestätigt das Wahre. In Revelations bestätigt John das sehr klar, dass wir wollen, nur unsere Worte nur gerecht wollen. Revelations 2, Vers 23 sagt es, und ich war auch ihre Kinder mit den Tod bestrafen in den Gemeindensälen aller Weiten, dass ich die sehe, die da weit, wo mit das Hort in die Gedanken sich beschäftigen, und wo in jedem von ihnen geben, was jene Worte verdient haben. Was unsere Worte verdient haben. Wenn wir dann drei denken, und uns selbst nennen gehen und uns selbst bekicken tun, wo wir gelebt haben, dann wird uns Angst. Bis das sagt, dass wir wollen gerecht werden und dort nur, was unsere Worte verdient haben. Revelations 22, Vers 12 sagt es, kijk mal, ich komme bald und habe mein Lohn mit, und jedem Donner zu geben, was seine Worte gewaß sind. Was seine Worte gewaß sind. Willst du Menschen sehen, was in Matthew 16, Vers 27 sagt, willst du Menschen sehen, was kommen mit seinen Engeltaub und sein Futter, seine Herrlichkeit kommen und in jedem Lohn geben, durch was er getan hat. Wenn wir uns das allein kicken, dann würden wir uns keine Angst merken und uns selbst begraben und sagen, wo ist da noch eine Möglichkeit? Aber durch Jesus Christus sind wir gerat. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir gerat. Und das seht ihr in Revelations, dass die Beker werden abgemerkt und da wird allein gekickt. Und dann seht ihr in, ich will mit dem Versen einmal sehen.
En dan zei het in 15e vers, en wanneer irgendwem sie noemen niet een levensbuch geschreven stond, maar dat zei wem sie ja geschreven stond, der wordt niet ter zee staat. En we alle, wanneer we Jezus aannemen en voor hem leven, dan wordt ons noemen in het levensbuch neergeschreven. Wie te arm zijn, ik zijn die knagen, ik zijn rijdt mij op te geven, ik zijn rijdt die te doen. Dan neemt hij ons aan. En dan staat hij aan, geen onze woorden. Dan neemt hij en strekt uit. In de geschichte van een man, zegt we een rechter in een stad, en wordt een man aangebracht, om gerecht worden. En ze vragen hem eerst dan wat aan, dat is zijn vriend, wat hij van jong op kent. En de mensen zijn gespannt, hoe wat de rechter dan nu handelen. Dus de man heeft zich verschuldigd, dat is een rechter zijn vriend. En wat, dat is een geldstraf, wat gevorderd wordt. De mensen zijn alle gespannt, wat passiert. Dat is ganz klar, de man heeft zich verschuldigd, geen het gezegd. En de rechter, dat is de vriend aan de schuldner. Wat nu passiert. Wat de aanblus dan zo en zo, en wat er af bezit gaan laten. En dan, als dat is dan wat du hast, dan deed de rechter een zeer hoge geldstraf opleggen. De mensen zijn alle gestaan zo hoog, wo zijn vriend de straf opleggen, zo hoog. Alle gestaan, dat deze rechter zo staat, dat zit je niet nur een vriend. Aber als de straf gezegd heeft, wat zijn straf wat zijn, dan gaat de rechter en zegt zich bezit des schuldner doel en neemt zijn geld terug en betaalt de ganze schuld. Wanneer we aan denken dan dat we worden onze woorden nu gerecht worden, wo schuldig wir ook worden gesprochen worden, aber er wordt ons Jezus te bezit komen en wordt zeggen, ik heb voor die betaald. Ik heb het alle betaald. Wir sind kort gekommen, aber der Leib von unserem Jesus, der hat das alle betont. Wir sollen nicht glücklich sein hier auf dieser Erde, wir sollen nicht glücklich leben, wir sollen nicht ernst nehmen, was unsere Worte mit unserem Glauben topstimmen wird. Wir wollen durch nur gerecht werden, was unsere Worte gewahr sind. Aber uns Jesus, der wir uns so gut, er kam auf diese Erde ab und gab sein Leben, damit dat deine en meine Schuld betaald wird. Wenn wir denken an dat ik in Revelation lesen, dat de beker worden opgedaan en jeder woord, jeder denkt wat ik gedaan heb, wordt opgedacht worden, dan wordt ons allemaal gleich. Wo habe ich kunst dat leven? Aber ik weer gottlos. Ik weer van God weg. En niet bloß dort, ik zei nu dat ik Jezus kan, nog zoveel als kort kom, durch mijn Fleisch. Aber Jezus, der leeft ons. Hij leeft ons. Hij is een vriend aan ons. En hij wil niet dat irgendwer zal verloren gaan. Aber de straf, wat we verdiend hebben, die wordt in val gefordert worden. Die wordt niet zo bezit, bloß voorbij gaan. Jezus is mijn vriend en is het goed. De straf, die is, en die wordt in val gefordert worden van ons. Aber Jezus komt en zegt, ik heb voor die betaald. Mag Gott uns segnen. Wir haben Abstunde zum Beten, wird passen das. Vater im Himmel, wir danken dir für den Erlösungsplan, was du hast für uns Menschen. Wir danken dir, dass du uns annehmen darfst, so als wir, wenn wir auch sehr beschwingt und schwer, du nimmst uns an. Und du sagst uns, wenn wir glauben, dass du das verstehst, dann sind wir jerat. Und Vater, wir sind dankbar dafür. Vater, wir beten, dass wir uns glauben wollen können, leben, dass das Wort mit Worten betätigt sein, dass wir an die glauben tun. Und dass Menschen wollen können, non-getroffen worden und wollen können sein, dass an die ist Radung. An die ist
Vergebung. En die können wir gerecht sein. Vader, wir sind dankbar, dass dein Wort uns das lehren hat. Und wir fragen am Kraft, dort zu leben, was wir weiten von deinem Wort. Wir fragen, möchtest du uns unsere Sünden vergeben, uns gnädig sein und uns lehren an deine Leib und an deine Gnade. Und dass wir wollen sein, wenn wir hungrig ist, oder wenn wir durstig ist, oder wenn wir in Need ist, Vater, dass wir wollen sein. So als du das sein, dass du in Need und Not wirst. Vater, wir freuen uns, dass du uns angenommen hast. Wir danken dir und freuen an deine Lehrung für uns Leben. In Jesus' Namen. Amen.